Hello, hello and good morning. Hallo, hallo, hallo und guten Morgen. Now, the Passion puts a title over the next two verses and the title is called Remarriage. Die Passion hat bei den nächsten beiden Versen eine Überschrift, die heißt Wiederheirat. Now, Nun, I have already told you that I don't agree with a lot of teaching that's going on out there about remarriage. ich sagte bereits, dass ich mit vielen Lehren über die Wiederverheiratung nicht einverstanden bin, Because I believe a lot of things have been misunderstood from the original language of the Bible. weil ich glaube, dass viele Dinge aus der ursprünglichen Sprache der Bibel missverstanden wurden. I believe a lot of law and pressure has been put on people that God never meant. Ich glaube, dass den Menschen viele Gesetze und Zwänge auferlegt wurden, die Gott nie gemeint hat. And I believe that a lot of things have been out of the context. Und ich glaube auch, dass viele Dinge aus dem Zusammenhang gerissen wurden. So let's see what the Passion tells us about remarriage. Schauen wir uns also an, was die Passion über Wiederheirat sagt. A wife is bound by the marriage covenant as long as her husband is living. Vers 39. Eine Frau ist an den Bund der Ehe gebunden, solange ihr Mann lebt. Is that true? Ist das wahr? No, Nein, it's not true. es ist nicht wahr. But it is true. Und doch ist es wahr. So it's true, but it's not true. Es ist also wahr, aber auch nicht wahr. What's not true is how people have understood and applied this. I believe that's not true. Was nicht wahr ist, ist die Art und Weise, wie Menschen das verstanden und angewandt haben. Das, glaube ich, ist nicht richtig. I believe people said, the Bible says as long as the husband is married, you are in a covenant. So let him beat you, let him rape you, let him live in adultery, you are bound to the covenant. Ich glaube, dass die Menschen sagten, die Bibel sagt, solange der Ehemann verheiratet ist, steht ihr in einem Bund. Also lass ihn dich schlagen, lass ihn dich vergewaltigen, lass ihn im Ehebruch leben. Du bist an den Bund gebunden. Now, does God hate divorce? Of course he does it. Hasst Gott Scheidung? Natürlich tut er das. Definitiv. But first of all, you have to understand that this entire passage is a complicated cultural situation where Paul is trying to help these people figure out things. Aber erstens musst du verstehen, dass es sich bei diesem Abschnitt um eine komplizierte kulturelle Situation handelt, in der Paulus versucht, den Menschen zu helfen, die Dinge zu verstehen. Second, you have to understand there is no doctrine, no biblical teaching established properly about remarriage. Zweitens musst du verstehen, dass es keine biblische Lehre gibt, die die Wiederverheiratung regelt. That's the second thing. The third thing, Das ist der zweite Punkt. Drittens, you have to understand marriage is covenant. That's why I really like it that the Passion puts in here covenant. du musst verstehen, dass die Ehe ein Bund ist. Deshalb finde ich es so gut, dass die Passion hier den Begriff Bund verwendet. Because Paul doesn't say a wife has to remain married as long as her husband lives. Look what he says. Denn Paulus sagt nicht, eine Frau muss verheiratet bleiben, solange ihr Mann lebt. Schau, was er sagt. He said a wife is bound by the marriage covenant. Eine Frau ist an den Ehebund gebunden. So once you see marriage as a covenant and not just as two people living together, the game changes. Wenn du also die Ehe als einen Bund betrachtest und nicht nur als zwei Menschen, die zusammenleben, ändert sich das Ganze. Everything changes. Alles ändert sich. Because a covenant is a covenant that can't just be walked away from. Denn ein Bund ist ein Bund, von dem man nicht einfach weglaufen kann. But Aber what happens if one of the two people are in a human marriage covenant? We're not talking about a divine covenant. was passiert, wenn einer der beiden Menschen einen menschlichen Ehebund eingeht? Wir reden hier nicht von einem göttlichen Bund. And if one of those two partners breaks that covenant and enters a covenant with another person, Und wenn einer der beiden Partner diesen Bund bricht und einen Bund mit einer anderen Person eingeht. so that I cheat on Debbie, Was wäre also, wenn ich Debbie betrügen würde? now I have a girlfriend next to her, Ich habe jetzt eine Freundin neben ihr have a sexual relationship. und habe eine sexuelle Beziehung. Now I am the one who has broken the covenant with Debbie and now entered the covenant with another woman. Nun bin ich derjenige, der den Bund mit Debbie gebrochen hat und einen Bund mit einer anderen Frau eingegangen ist. So is Debbie still in that covenant? Ist Debbie also noch in diesem Bund? No,
No, because the covenant is already broken. Nein, denn der Bund ist bereits gebrochen. See, if the husband dies, the covenant has been broken. Siehst du, wenn der Ehemann stirbt, ist der Bund gebrochen. But if the husband lives with another covenant, the covenant is also broken. Doch wenn der Ehemann mit einer anderen Frau zusammenlebt, ist der Bund ebenfalls gebrochen. So I cannot understand how we use this isolated Bible verse to say that you can never remarry. Ich kann nicht so nachvollziehen, wie wir diesen einzelnen Bibelvers benutzen, um zu sagen, dass man nie wieder heiraten darf. Of course you cannot marry if you are living in a marriage covenant because you're bound to your spouse by covenant. Natürlich kannst du nicht heiraten, wenn du in einem Ehebund lebst, denn du bist durch den Bund an deinen Ehepartner gebunden. Do you know what they did in their context? Weißt du, was die Korinther in diesem Kontext getan haben? The moment they didn't like the wife anymore, they just left. Wenn sie ihre Frau nicht mehr mochten, haben sie diese einfach verlassen. There, broken marriages and divorce was much more frequent as is even today in our messed up world. Zerrüttete Ehen und Scheidungen waren damals viel häufiger als heute in unserer verkorksten Welt. So Paul is trying to make them understand Paulus versucht ihnen also klarzumachen, that guys, you are in a covenant. You can't just walk out as you please. dass sie einen Bund eingegangen sind und nicht einfach gehen können, wie es ihnen gefällt. But then also there are people who have said that the marriage covenant is eternal. So once you've been married and your husband dies, you can never marry again. Es gibt aber auch Leute, die sagen, dass der Ehebund ewig ist, dass man also, wenn man einmal verheiratet war und der Ehemann stirbt, nicht noch einmal heiraten darf. But neither can I find that in the Bible. Aber auch das kann ich in der Bibel nicht finden. Look, but if the husband dies, she's free to marry again as she desires, not as God gives her another husband. Schau, stirbt aber der Ehemann, so steht es ihr frei, wieder zu heiraten, wenn sie möchte. Nicht, wenn Gott ihr einen anderen Mann gibt. If we would stop blaming God for the spouses that we married. Wenn wir aufhören würden, Gott die Schuld für die Ehepartner zu geben, die wir geheiratet haben. You know, Paul says if the covenant is over, if it's broken, or if husband's died, you choose. Paulus sagt, wenn der Bund vorbei ist, wenn er gebrochen wurde oder wenn der Ehemann gestorben ist, entscheidest du. If you decide to marry, well, do it. Just find a Christian. Wenn du heiraten willst, dann tu es. Such dir nur einen Christen. If you don't, then don't. Be at peace, people. Wenn nicht, dann tu es nicht. Bleibe im Frieden. You know, Debbie had a friend. Debbie hatte eine Freundin. She was a really, really close friend of both of her and me. Sie war eine sehr, sehr enge Freundin von uns beiden. And she was about my age, but she was never married. Sie war ungefähr in meinem Alter, aber sie war nie verheiratet. And I remember Debbie said, sweetie, if I die before you, promise me to marry her. Und ich erinnere mich, dass Debbie sagte, Schatz, wenn ich vor dir sterbe, versprich mir, sie zu heiraten. I mean, she's tall also, she's so beautiful, and a lot of my clothes will already fit her. Sie ist auch groß und so schön, viele meiner Kleider würden ihr passen. I said, sweetie, I don't want to make that promise to you. Ich sagte, Schatz, ich will dir dieses Versprechen nicht geben. I don't think so. I don't want to make this choice. Ich denke nicht so darüber. Ich will solche eine Entscheidung nicht treffen. But look, isn't it strange that husband and wife talk like this? Doch schau, ist es nicht seltsam, dass ein Mann und eine Frau so reden? But look, the Bible says we have that choice to choose who we're gonna marry. Just make sure it's a Christian. Aber sieh mal, die Bibel sagt, wir haben die Wahl, wenn wir heiraten wollen, aber wir sollten darauf achten, dass es ein Christ ist. I mean, we're talking about 15 years ago that Debbie said that to me. Debbie sagte das vor etwa 15 Jahren zu mir. And I said, sweetie, no, I think I will choose never to get married again. Und ich sagte, Schatz, ich glaube, ich würde mich entscheiden, nie wieder zu heiraten. That's my choice. Das ist meine Entscheidung. So look, Paul is saying, look what he says. Schau also, was Paulus sagt. Verse 40. Vers 40. However, in my opinion, I think that I too have the Spirit of God. She would be happier if she remained single. Doch meiner Meinung nach, und ich glaube, dass auch ich den Geist Gottes habe, wäre sie glücklicher, wenn sie ledig bliebe. So isn't that interesting? Ist das nicht interessant? Paul has not established doctrine here yet, and pastors have taken and established a doctrine on something that Paul didn't say it's doctrine. Paulus macht hier keine Lehre daraus, doch die Pastoren haben daraus eine Doktrin gemacht, von der Paulus nicht gesagt hat, dass sie eine Doktrin ist. So Paul gives his opinion and leaves people freedom, and yet all over the world pastors take
that same passage and make it a law. Paulus sagt seine Meinung und gibt den Menschen die Freiheit. Aber überall auf der Welt nehmen Pastoren diese Bibelstelle und machen ein Gesetz daraus. I never liked it. Das hat mir noch nie gefallen. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.